Hi liebe Cats und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht mit Dingen, die Anime-Fans nicht sagen, und jetzt ist eben speziell Sailor Moon dran, also Dinge, die Sailor Moon-Fans nicht sagen. Ja, ich möchte damit niemanden angreifen und es kann natürlich auch sein, dass manche von euch einige dieser Dinge trotzdem sagen, obwohl sie Sailor Moon-Fans sind, aber es ist halt nur zur Unterhaltung gedacht, also ja, fühlt euch nicht angegriffen und ich wünsche euch viel Spaß. Also Sailor Moon ist echt voll die Kinderserie. Dieses FSK 12 ist mega übertrieben. Sailor Moon ist nur was für Mädchen? Ja, dieser Aussage stimme ich voll und ganz zu. Haruka und Michiro sind die besten Cousinen der Welt. Sailor Moon Crystal hat viel zu viele Filler-Folgen. Als ob ich irgendwelche Verwandlungs- oder Attackensprüche aus Sailor Moon auswendig kennen würde. Moon Cosmic Power! Make up! Moontiana! Action! Der Ritter des Mondlichts ist doch so viel cooler als Tuxedo Mask. Also echt, wer braucht schon Merchandise? Hä? Naoko Takeuchi? Wer soll das denn bitte sein? Kenn ich nicht. Ich habe an Sailor Moon wirklich alles verstanden. Es werden ja schließlich auch keine Fragen offen gelassen. Sailor Moon ist wirklich eine der logischsten Serien ever. Du kannst eigentlich jeden Fan fragen, jeder hat genau die gleiche Lieblings-Sailor-Kriegerin. PGSM hat die besten Special Effects, die ich je gesehen habe. Als ob ich das Zauberwort auswendig könnte. Für wie verrückt hältst du mich bitte? Sag das Zauberwort und du hast die... Was? Sailor Moon Intro? Was für ein Sailor Moon Intro? Du hast dich sowas von verhört. Die Musik im 90er-Anime ist richtig schlecht. Ich meine, komm schon, diese Verwandlungsmelodien. Oh. Und die Musik im Hintergrund, die ist überhaupt nicht einprägsam. Also die Super-Moonies haben immer total anspruchsvolle und inhaltlich vollkommen korrekte Lieder gesungen. Hä? Der 90er-Anime und der Manga sind von der Story her doch total gleich. Ja, auf jeden Fall schreibt man Sailor mit E. Sailor Moon Crystal hat fast gar keine Patzer im Zeichenstil und in der Animation. Sailor Moon German? Nie gehört. Natürlich habe ich mir noch nie vorgestellt, wie es wäre, eine Sailor-Kriegerin zu sein. Nichts läge mir ferner, als meine eigene Sailor-Kriegerin auszudenken. Also in meinem Umfeld ist eigentlich jeder, den ich kenne, Sailor Moon-Fan. Die Songs in den Musicals sind echt schlecht. Anne und Ale waren die besten Bösewichte der ganzen Serie. Zieh eine Karte an. Den Satz im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich kenne nur Tsukini Kawate und Shiokio. Mir war von Anfang an total klar, welches Geschlecht die Starlights haben. Die lustigste Stelle im Anime war ja, als Haruka und Michiro in der 5. Staffel gestorben sind. Ich habe mich totgelacht. Was ich glaube, was die stärkste Attacke in Sailor Moon ist. Also am meisten Power hat auf jeden Fall Chibi Moons Pink Sugar Heart Attack. Das Lied Kämpfe Sailor Moon kann ich überhaupt nicht leiden. Ebenso wenig wie die Verwandlungsmelodie der Outer Senshi oder der Starlights oder das Lied Zwinge niemals die Liebe. Total furchtbar. Wirklich jeder einzelne Usagi und Seiya-Fan ist super tolerant und akzeptiert Mamoru trotzdem als ihren Freund. Sorry an alle Seiya- und Usagi-Fans, aber ich habe da wirklich schon viel Intoleranz erlebt. Also die Merchandise-Sachen von heute, wie die Proplica-Sachen oder die SH-Figures, sind richtig schlecht gemacht. Totaler Billigschrott, also da waren die Sachen aus den 90ern viel besser. Der coolste Junge in ganz Sailor Moon ist auf jeden Fall Yuichiro. Oder nee, Umino. Also den Preis für die hübscheste Frau in Sailor Moon kriegt doch auf jeden Fall Sarkonia. Ich glaube, Ami lernt echt zu wenig. Ich sollte mal mehr lernen. Usagi dürfte in der Serie ruhig noch ein bisschen öfter heulen. Die Dämonen werden im Laufe der Serie echt immer gruseliger. Ich kann die total ernst nehmen. Der 90er-Anime war die unlustigste Version von allen. Als ob ich Sailor Moon Handbewegungen auswendig könnte. Also ich bitte euch. Nee, ich habe noch nie versucht, irgendwelche Bewegungen von Sailor Moon Attacken nachzumachen. Das wäre mir echt zu blöd. Summer Spray! Burning Man!
nicht gesagt hätte, dass Sailor Moon und Usagi die gleiche Person sind, ich hätte es nicht gemerkt. Wisst ihr, was ich richtig uncool fände? Eine Katze namens Luna zu haben, die schwarz ist. Das nächste trifft jetzt vielleicht nicht auf alle zu, aber ich habe in so Locations wie Kirchen oder Flugzeugen noch nie darüber nachgedacht, dass jetzt vielleicht ein Feind eine Falle gestellt haben könnte. Nein! Wirklich jeder einzelne Sailor Moon-Fan liebt Sailor Moon Crystal. Da sind sich echt alle einig. Eine Sailor Moon Box für 10 €? Das ist mir eindeutig zu teuer. Also echt alle Merchandise-Sachen aus den 90ern sind echt super billig. Was? Ich dürfte kostenlos nach Japan fahren, um mir ein Sailor Moon Musical anzugucken? Ach, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock, also nee. Wer würde denn bitte sowas machen? Makoto verliebt sich eigentlich echt selten, fällt mir gerade auf. Nein, ich interessiere mich absolut nicht für Mythologie und Astronomie. Ich habe mich echt noch nie gefragt, wer Chibi Chibi und Kosmos in Wirklichkeit sind. Als ob ich bei so Wörtern wie Mond oder Planetennamen immer an Sailor Moon denken würde. Also kommt schon, ich denke ja auch nicht an Neptun, wenn ich das Meer sehe. Haruka und Michiro passen gar nicht zusammen. Absolut gar nicht. Also von mir aus hätte Pluto eigentlich die ganze Serie über am Raum Zeitor bleiben können. Die schönste Verwandlung in Sailor Moon Crystal ist auf jeden Fall die aus der ersten und zweiten Staffel von Sailor Moon. Diese 3D-Grafik. Oh, tut mir leid, dass ich keinen Schokoladeneisbecher mehr mit dir essen kann. Also der Flight ist ja wirklich nur auf das Eis aus. Naja, also ich hätte mir im 90er-Anime überhaupt keine Verwandlung von Saturn gewünscht. Finde ich super so, dass die keine hat. Im Vergleich zu anderen Ländern hat Deutschland auf jeden Fall eine der schlechtesten Sailor Moon-Versionen. Ich würde doch keine Sailor Moon-Charaktere cosplayen wollen, wer macht denn bitte sowas? Ist es nicht toll? Jede Sailor Moon-Fanfiction auf YouTube ist absolut frei von Rechtschreibfehlern. Also allein zu Hause ist die unlustigste Folge im ganzen 90er-Anime. Also Minako verhält sich echt immer total fair gegenüber Artemis und Luna erst die Fairness in Person. Oder in Katzenform. Hä? Was habt ihr denn alle gegen Sailor Star Makers japanischen Attackennamen? Verstehe ich gar nicht. Die Attacke Star Gentle Uterus ist doch überhaupt nicht peinlich. Michiros Geigenspiel klingt echt schlecht und unmusikalisch. Ami Sikufo 300 ist doch überhaupt nicht übertrieben. Allerdings macht es das Pokémon Simsala mit seinen 5000 IQ auch nicht besser. Wenn es einen Sailor V-Anime geben würde, fände ich das richtig kacke. Also die Verwandlungsbewegungen und Attackenbewegungen von Sailor Moon kann ich alle 1:1 nachmachen. Am besten die aus der 3. Staffel. Rainbow Moon Holiday! Als ob ich mich für Sailor Moon Synchronsprecher interessieren würde. Also so Leute wie Wiseman oder Mistress 9 oder Dr. Tomoe sind in Crystal so ungruselig. Hä? Haruka und Michiro sind doch nur Freunde, oder? In meinem Alltag beschäftige ich mich eigentlich gar nicht mit Sailor Moon, also als ob ich auch noch YouTube-Videos darüber gucken würde. Sailor Moon hätte auf jeden Fall mit der 1. Staffel aufhören sollen, da wäre es viel besser gewesen. Man sieht in meinem Zimmer kein einziges Indiz dafür, dass ich Sailor Moon-Fan wäre. Nope, absolut gar keins. Oder in meiner Musikauswahl, da gibt es auch überhaupt nichts, was auf Sailor Moon deuten würde. Schule. Hi! Ach, du brauchst mein Mathebuch mal kurz? Einen Augenblick. Ich such's mal kurz. Boah, hier ist so viel Zeug drin, ey. So viel unnützes Zeug, also... ich glaube, ich habe das Mathebuch vergessen. Ja, ich glaube, wir haben es kapiert. Also Leute, ja, es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, manche von diesen Sachen zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Dinge wisst, die Sailor Moon Fans nicht sagen, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Sailor Moon ist nur was für Mädchen? Ja, dieser Ausstand...
Also in meinem Umfeld ist eigentlich jeder richtig. Sparkling Wilder Frischer! Venus Liver Me Chain! Sailor Moon ist nur was für Mädchen? Ja, diese Ausstattung